je mehr Geld du hast, desto weniger Stress hast du. Die sagen, mehr Geld, weniger Stress. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in 7 Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Die Mittelklasse glaubt, je mehr Geld jemand hat, umso mehr Stress hat er. Mehr Geld, mehr Stress. Mehr Geld, mehr Stress. Und sie glaubt auch, je mehr Geld wir verdienen wollen, umso mehr Stress bedeutet auch das. Also mehr Einkommen, mehr Stress. Mehr Einkommen, mehr Stress. Die Reichen denken hingegen, je mehr Geld du hast, desto weniger Stress hast du. Die sagen, mehr Geld, weniger Stress. Und sie denken auch, je mehr Geld du verdienst, umso weniger Stress bedeutet das. Es ist wichtig, dass du dir darüber Gedanken machst. Glaubst du, dass ein hohes Einkommen mit einem hohen Level an Stress einherkommt? Und glaubst du, dass wenn du viel Geld hast, dass du dann mehr Stress hast oder weniger? Du weißt, was für mich Geld bedeutet. Freiheit. Und Freiheit ist das Gegenteil von Stress. Wenn du Stress hast, dann bist du emotional an eine bestimmte Situation gebunden. So sehr gebunden, dass du gar keine Freiheit verspüren kannst. Und so gesehen ist dann Stress das Gegenteil von Freiheit. Vor allem die Angst vor Stress ist das Gegenteil von Freiheit. Lass mich das mal ganz platt sagen. Die meisten meiner Probleme kann ich ganz einfach lösen, indem ich etwas bezahle. Nehmen wir mal Fliegen im Flugzeug. Ich mag einen Langstreckenflug in der Economy-Klasse einfach nicht. Da ist es laut, da ist es stickig, ich kann da nicht arbeiten, ich kann mich nicht hinlegen, wenn ich müde bin, ich kann nicht essen, wann ich will. In der Business-Klasse dagegen geht es mir ausgezeichnet. Ich kann essen, wann ich will. Und ich kann zwischen verschiedenen Mahlzeiten wählen. Ich kann in Ruhe arbeiten. Ich kann mich hinlegen, flach wie im Bett, wenn ich vernünftig fliege, wie zu Hause. Das ist für mich ein super Beispiel. Mit Geld habe ich nicht mehr Stress, sondern weniger. Und wenn ich aus dem Flieger aussteige, dann geht es mir recht gut. Auch nach einem 11-Stunden-Flug. Und vor allem habe ich eine Menge weggearbeitet. Und das kann ich deshalb, weil ich Platz habe. Und weil da Ruhe ist in der Business-Klasse. Ich fliege übrigens ganz bewusst nicht erster Klasse. Das brauche ich nicht. Das ist etwas, das würde ich da machen, wenn ich denke, okay, jetzt will ich beweisen, dass ich cool bin. Das mit der Business-Klasse, das erzähle ich auch nicht, um anzugeben. Denn du weißt, ich bin nicht einer von den Megastars, die sich jetzt filmen, wenn sie im Privatflieger einsteigen oder in der Business-Klasse sitzen. Hey, guck mal, wo ich hier bin. Mir geht es um etwas ganz anderes. Du musst wirklich tief durchdenken, ob du glaubst, dass Geld dir mehr Stress bringt oder weniger. Denn die meisten Menschen in der Mittelklasse denken, bringt mehr Stress. Und deswegen haben sie es nicht. Achtung, deswegen haben sie es nicht. Denn unser Unterbewusstsein will uns beschützen, es will, dass wir weniger Stress haben. Deswegen haben sie weniger Geld. Wir ziehen nämlich immer das an, von dem wir tief in uns glauben, dass es gut für uns ist. Das ist das Gesetz der Anziehung, du kennst das. Okay, mit Geld haben ist es doch relativ leicht zu verstehen, aber wie ist das mit Geld verdienen? Ich sage dir, was meine ganz feste Überzeugung ist. Es ist viel leichter, 1, 2, 3 Millionen im Jahr zu verdienen, als 30.000 oder 50.000 Euro. Es bedeutet viel weniger Stress. Als ich das erste Mal so viel Geld verdient habe, da habe ich gedacht, boah, das ist ja unfassbar. Ich habe wirklich viel weniger Stress empfunden als am Anfang meines Berufslebens, als ich so 30, 40, 50.000 im Jahr verdient habe. Natürlich, eine kleine Unterscheidung, du musst mehr wissen. Du musst vor allen Dingen auch begriffen haben, dass du so viel Geld nur verdienen kannst, nur dann verdienen kannst, wenn du Probleme anderer Menschen löst. Also du musst ein paar richtig wichtige Lehren verstanden haben und richtig gewichtige Probleme von anderen lösen können. Denn der Markt, der bezahlt dich immer nach deinem Wert. Nach deinem Wert, Probleme für andere zu lösen. Also musst du bestimmte Dinge lernen, wenn du viel verdienen willst. Du brauchst zum Beispiel auch ein besonderes Selbstbewusstsein. Du musst dir bewusst sein, was du kannst, um Probleme für andere zu lösen. Du musst dir auch bewusst sein, dass du das vermarkten kannst. Wenn du kein Selbstbewusstsein hast, dann glaubst du nicht, dass du so viel verdienen kannst. Dass du
Ideen hast, glaubst du nicht, die anderen Menschen helfen. Dass du ihre Probleme lösen kannst, glaubst du nicht. Du musst auch wissen, wie du dich positionierst. Du musst verkaufen können, du musst Marketing beherrschen. Im Idealfall weißt du auch, wie du andere Menschen dazu bringen kannst, mit dir zusammen zu einem Ziel hinzuarbeiten. Du musst also auch führen können. Das klingt jetzt alles so, als wäre es unfassbar viel und auch noch sehr kompliziert. Ist es aber nicht. Weißt du, was kompliziert ist? Eine Arbeit, die dich nicht erfüllt. Eine Arbeit, die dir keinen Spaß macht. Das jeden Tag immer wieder zu tun, das ist schlimm. Und das macht etwas mit dir. Denn du musst es jetzt ja vor dir selber schönreden. Du musst sagen, es ist echt zum Kotzen, aber naja, es ist halt wichtig. Ich bringe halt Essen auf den Tisch, damit ich meine Familie versorgen kann, weil wir es eben so beigebracht bekommen haben in der Mittelschicht. Dann fühlen wir uns doch noch okay damit. Der Reiche, weißt du, was der macht? Der tippt sich an die Stirn, wenn du sowas sagst. Der wird nämlich sagen, ich will kein Essen kaufen, ich will reich sein. Und dafür darf ich nicht Arbeiten machen, die unter meiner Würde sind, die langweilig sind, die mir keinen Spaß machen. Denn auf Dauer mache ich nichts wirklich gut, was mir keinen Spaß macht. Sondern ich muss Probleme lösen für andere Menschen. Weißt du, wozu das Ganze führt? Die Mittelklasse glaubt, man solle und dürfe nicht viel erwarten. Nach dem Motto, wenn du nicht zu viel erwartest, kannst du auch nicht enttäuscht werden. Und vor allem will die Mittelschicht keine Fehler machen. Reiche Menschen verstecken ihre Fehler gar nicht, denn das kostet sie ja nur Energie, diese Fehler irgendwie zu vertuschen. Und die gleiche Energie, die kannst du nutzen, um aus deinen Fehlern zu lernen und noch besser zu werden als zuvor, viel besser. Deswegen versuche ich möglichst offen mit meinen Fehlern umzugehen, mit meinen Niederlagen. Wenn du meine Videos schaust, dann weißt du, wie viele Fehler ich gemacht habe. Es gab mal eine Journalistin, die sagt, ich bin ihm auf die Schliche gekommen. Der Schäfer hat mal Versicherungen verkauft. Der ist gar kein Toller. Das Blöde war nur, dass ich immer darüber erzähle, dass ich Versicherungen verkauft habe. Und wie wichtig es ist, verkaufen zu lernen und führen zu lernen. Also, und das ist nicht mal ein Fehler, aber auch wenn ich Fehler mache, wie dass ich pleite war, ich erzähle darüber. Oder dass ich zu viel gearbeitet habe und mal krank geworden bin, ich erzähle darüber. Ich finde, dass unsere Fehler unsere besten Lehrer sind. Ich weiß, jedes Mal, wenn ich etwas tue, macht mich das entweder reicher oder ich lerne. Es ist niemals umsonst. Ich werde reicher oder ich habe einen Lehrer. Es ist niemals vergebens. Weißt du, was dich Angst haben lässt vor Fehlern? Das ist nur das Ego. Entweder streichelst du im Leben dein Ego oder du wirst reich. Entweder du willst nur gut aussehen oder du wirst wirklich eine starke Persönlichkeit. Für beides hast du nicht genug Energie. Aber wenn du das machst, was ich eben beschrieben habe, also dein Selbstbewusstsein aufbauen, dich positionieren, verkaufen lernen, die Probleme anderer Menschen lösen lernst, Marketing lernst, dann wirst du reich. Und weißt du, was dann die anderen sagen? Guck mal, der hat Glück gehabt. Und hier schließt sich der Kreis. Die meisten Menschen verbinden Fehler machen, mit Stress. Wer aber keine Fehler macht, der macht zu wenig. Der bleibt stehen. Und er wird nicht vermögend und niemals wirklich frei. Bei mir ist es anders und auch bei allen Reichen, die ich kenne. Für sie würde es Stress bedeuten, wenn sie immer wieder dasselbe machen müssten. Und vor allem etwas, was ihnen keinen Spaß macht. Also, durchdenke es und lege für dich fest, dass Geld haben weniger Stress bedeutet und dass mehr verdienen weniger Stress bedeutet. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und wenn du Leute kennst, die das hier auch erfahren sollten, dann leite es gerne weiter und abonniere meinen Channel, wenn du mehr solcher Videos möchtest. Dann bist du automatisch dabei, wenn ich die nächsten Tipps gebe und wir schaffen es zusammen, dass du deine Träume lebst.